Keiner mag uns was vom Kuchen abgeben. Gemeinsam allerdings können wir sie alle fertig machen. Ludwig, Lisbeth, als erstes Sebastian und deine liebe Feindin Clarissa. Die serviere ich dir auf dem Silbertablett. Was ist da los? Wir müssen notlanden. Kim, die stürzen ab! Ricardo, du stehst völlig neben dir. Adrenalin. Sie versuchen weiter, die Blutung zu stoppen. Delphin. 3, 2, 1 und weg. Das da drin ist mein bester Freund und ich will wissen, wie es ihm geht. Öffentlich noch einmal. Das gibt's doch nicht, dass er mir keiner eine Auskunft gibt. Wo ist der Timo? Wie geht's ihm? Ist sie operiert? 3, 2, 1, weg. Delphin. 2, 1 und weg. Sehen Sie sofort Dr. Grabo oder einen anderen Assistenzarzt. Auf keinen Fall Fritsche. Delphin. Dr. Grabo, bitte dringend in den OP schreiben. Absturz, sofort in die Klinik gebracht worden. Ich war bewusstlos, ich weiß nichts mehr. Am Anfang ging es Timo noch ganz gut. Er ist sogar rumgelaufen. Und dann ganz plötzlich. Ist er zusammengeklappt, warum weiß ich nicht. Kommen Sie schnell. Was haben Sie gesagt? Was? Herzstillstand. Einen Moment. Daniel, hey. Ist was passiert? Timo und Emilio hatten eine Bruchlandung mit einem Sportflieger. Was? Emilio geht's den Umständen entsprechend und Timo wird gerade notoperiert. Leberriss. Und wer macht die OP? Ricardo, der ist seit über 40 Stunden auf dem Bein. Warum bist du nicht dabei? Weil Ricardo mich rausgeschmissen hat. Was? Wieso das denn? Weil ich wollte, dass ein anderer seine OP übernimmt. Und seine Hände haben gezittert. Scheiße. Hey, Ricardo weiß, was er tut. Er ist einer der Besten, das hast du selber immer gesagt. Kipp jetzt nicht auf, Junge. Komm zurück. Delphi. Komm schon. Und weg. Die Blutung ist vorläufig gestoppt. Wie lange reanimiert er schon? Dr. Mendez, vielleicht sollten Sie die Maßnahmen jetzt einstellen. Wir geben nochmal Adrenalin. Dr. Mendez, die Injektion, jetzt. Ich will jetzt sofort wissen, wie es meinem Enkel geht. Tun Sie doch etwas, verdammt. Das ist Ihre Pflicht. Das ist doch Ihr Job. Wie bekloppt. Warum habe ich ihn nicht abgehalten?
nicht sterben. Habt ihr das alle begriffen? Ich lasse meinen Sohn nicht sterben! Wir haben Puls. Danke. Tanja, warum hast du denn den Brüllauf nicht bei deiner Nanny gelassen? Ansgar, warum hast du mich hergeschleppt wegen der schönen Skyline? Launchern Enterprises, Linie CL. All das gehört uns, Tanja, wenn wir uns zusammentun. Warum sollte ich dir noch mal vertrauen? Weil wir natürliche Verbündete sind. Seit wann? Seit ein kleiner Treuboy dich für seine Sandkastenfreundin verlassen hat. Er will gar nichts von Sonja. Das ist ja noch schlimmer, dann hat er dich ganz ohne Grund verlassen. Naja, vielleicht nicht ganz ohne Grund. Sieh der Wahrheit ins Gesicht, Tanja. Er hat dich verlassen, weil du bist, wie du bist. Vielleicht hat er am Anfang eine Zeit lang gedacht, er könnte einen besseren Menschen aus dir machen. Und als er gemerkt hat, dass es in die Hose geht, da musste er dir als Strafe dein kleines, süßes Herz brechen. Danke für die Analyse, Dr. Freud. Jetzt komm schon, Tanja. Jeder braucht Verbündete. Aber ganz bestimmt nicht dich. Ich sag auch nicht, dass wir uns vertrauen müssen. Vertrauen wird überschätzt. Ich meine, denk drüber nach. Sebastian hast du vertraut. Und was hat's dir gebracht? Wir dagegen. Wir waren schon immer ein unschlagbares Team. Ach komm schon, Tanja, ich kenne dich doch. Du willst deine Tochter ganz für dich. Und du willst Rache. An Sebastian, an dieser dämlichen Designerin und an Clarissa. Weißt du, was ich will? Linie CL, für mich ganz allein. Meinetwegen gern. Was kriegst du? Den Rest vom Kuchen? Ich trete einfach nur mein rechtmäßiges Erbe an. Zusammen sind wir der Schrecken unserer Feinde. Jetzt mal im Ernst, Grafensöhnchen, wie geht's weiter mit euch beiden? Gar nicht. Wir lassen uns scheiden. Und du bist sicher, dass du das auch wirklich willst? Du bist jetzt enttäuscht von ihr. Aber emotional bist du noch längst nicht von ihr gelöst. Und wenn schon. Es ist egal, ob ich Tanja liebe oder nicht. Ich will mich auf sie verlassen können. Sie hat in letzter Zeit oft genug bewiesen, dass ich genau das nicht kann. Das wird hart, was da jetzt auf dich zukommt. Allein schon wegen eurer Tochter. Aber du bist nicht alleine. Ich hoffe, du weißt das.
Sie haben wieder Puls. Das heißt, mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen. Die Werte sind stabil. Dann machen wir ihn jetzt zu. Und dann hilft nur noch beten. Dann gehen Sie schon, das schaffe ich auch alleine. Also das Schlimmste hat er jedenfalls hinter sich. Dann lasst mal hören, was ist dein Schlachtplan? Ich dachte mir, um erstmal einen Vertrauensvorschuss zu schaffen, kümmern wir uns um dein Problem. Soll heißen? Wir machen die Milchsemmel fertig. Ansgar, kannst du dir einen anderen Spitznamen für Sebastian ausdenken? Die süße kleine Emma, wo er wohl das Sorgerecht bekommt. Ich. Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Tanja, aber von unserem Sorgerechtsstreit um Hannes damals liegt noch eine ziemlich dicke Akte beim Familiengericht. Dabei kommst du nicht wirklich gut weg. Hast du eine Alternative? Ja, ich habe mich von unserem Streit damals inspirieren lassen. Kannst du dich noch erinnern, wie du die Entführung von Hannes vorgetäuscht hast? Du musst zugeben, das war ein gelungener Schachzug von mir. Und deswegen ziehen wir diese ganze Nummer jetzt nochmal durch. Allerdings mit dem kleinen Unterschied, dass Sebastian sein Kind entführt. Ach komm, das meinst du jetzt nicht ernst. Hey, er hat schon mal ein Kind verloren. Christina, die mit Matthias Brandner und Natalie nach Neuseeland gegangen ist. Nochmal ein Kind zu verlieren, das erträgt er einfach nicht. Eine Kurzschlussreaktion. Das perfekte Motiv. Naja, und die nötigen Beweise zu setzen, ist doch reine Routine. Ach, du willst Sebastian eine Entführung unterschieben? Der Charme daran ist doch, dass er nicht nur das Sorgerecht verliert, sondern auch straffällig wird. Und damit aus dem Gremium fliegt. Jetzt weiß ich, was du davon hast. Also, was sagst du? Ich denke drüber nach. Große Ereignisse werden Frau Schneider, Entschuldigung. Ja. Wir haben da eine Reservierung, die seit 2 Stunden überfällig ist. Können wir den Tisch wieder freigeben? Wer hat den reserviert? Herr Mendes mit Sohn. Ja, geben Sie den Tisch frei. Gut. Timo hat Geburtstag und sein Vater wollte ihn eigentlich mit einem Essen bei mir überraschen. Aber wenn Herr Dr. Mendes es nicht mal für nötig hält, anzurufen, ich meine, ich muss schließlich auch ans Geschäft denken. Charlie, ich habe überhaupt nichts gesagt. Dir geht die Sache mit Ricardo immer noch nach, nicht wahr? Ich krieg ihn einfach nicht aus dem Kopf. Bist du dir denn sicher, dass er euch überhaupt keine Chance geben wird? Ach, so sicher, wie man sich nur sein kann. Die Erotik wird eingefroren zugunsten der Freundschaft. Das ist doch deutlich, oder? Oh Gott, das ist ja das, was jeder vorhören will. Naja, glücklicherweise bin ich mittlerweile gelassener. Wenn ich eines gelernt habe, dann, dass diese Gefühle früher oder später auch vorbeigehen. Aber wem sage ich das? Hey, du meinst, weil ich mit meinen 4 Ehen bald Liz Taylor Konkurrenz machen kann? Das hast du jetzt gesagt. Ich werde einfach auf Abstand gehen. Das hast du nach unserem letzten Gespräch schon gesagt. Siehst du mal, da habe ich schon Übung drin. Hey. Tut mir leid, dass ich dich rausgeschmissen habe. Ehrlich gesagt, habe ich schon drüber nachgedacht, die Krankenhausleitung zu informieren, dass sie dich von der OP abziehen.
Ich bin dein Vorgesetzter, schon vergessen? Und darum habe ich kein Recht, dir die Wahrheit zu sagen? Du warst total übermüdet. Und objektiv gesehen warst du nicht in der Lage zu operieren. Und du bist nicht in der Lage, das einzuschätzen. Wie lange bist du jetzt Assistenzarzt? Ich habe schon operiert, als du im Grundstudium noch Frösche seziert hast. Was hat das denn damit zu tun? Was du getan hast, war fahrlässig. Ich war fachlich der beste Mann für die OP. Und du hattest kein Recht, meine Kompetenz anzuzweifeln. In einem OP herrscht eine klare Hierarchie und daran hat man sich zu halten. Wenn man es nicht tut, dann gefährdet man den Patienten. Du hast den Patienten gefährdet. Deinen eigenen Sohn. Ich habe meinen Sohn gerettet! Alle hatten ihn aufgegeben. Ohne mich wäre mein Sohn jetzt tot, verdammt nochmal. Und deswegen will ich nie wieder was darüber hören. Da war verdammt viel Glück dabei. Es hätte auch anders ausgehen können. Ist es aber nicht. Muss schon sagen, ganz nett dein Laden. Danke. Was sagst du zum DJ? Zum Glück nicht so laut. Ah. Hauptsache, du kannst dich ein bisschen erholen. Wovon? Von deinem Rosenkrieg mit Tanja. Entschuldigung. Schon gut. Ich hatte ja nur gehofft, dass wir uns wenigstens Emma zuliebe über das Sorgerecht einigen könnten. Das würde voraussetzen, dass Tanja auch mal an jemand anderen denkt als an sich selbst. Sie liebt Emma. Vielleicht sieht sie ja noch ein, dass es das Beste für die Kleine wäre, wenn wir weiterhin beide Kontakt zu ihr hätten. Und? Möchtest du noch einen? Sehr lecker. Tanja! Hey, das ist ja schön, dass du mal wieder hier bist. Komm mit dem Drink. Nein, danke, mir ist die Lust vergangen. Guck mal, wie sie sich an den Rand schmeißt und ihm gefällt's auch noch. Ich weiß, was ich zu tun habe. Die Kleider sind der Hammer, ne? Damit starten wir nächste Saison so richtig durch. Ja, so toll sind sie jetzt auch nicht. Die Farben und der Schnitt irgendwie. Holen Sie Sonja Jäger her. Sie hat schon Feierabend. Ich könnte natürlich versuchen, sie auf dem Handy zu erreichen. Ja, dann schlage ich mal vor, dass Sie das tun, Jessica. Und was soll ich sagen? Dass sie herkommen soll, und zwar zügig. Wenn sie fragt, warum? Dann sagen Sie ihr, dass ich diese Entwürfe mit ihr besprechen will. Und wenn sie fragt, ob das nicht bis morgen Zeit hat? Hallo Jessica, was gibt's? Gräfin Landstein würde gerne deine Entwürfe mit dir besprechen. Jetzt noch? Ja. Dann richte ihr doch bitte aus, dass ich Feierabend habe. Ich glaube, Gräfin Landstein wäre es sehr wichtig. Jessica, ich weiß, du kannst nichts dafür. Aber Tanja macht das nur, um mich zu schikanieren. Und das muss ich mir nicht geben. Aber tschüss, bis morgen. Sonja? Sie sagt, sie hat Feierabend. Wie bitte? Was hat sie denn sonst noch so gesagt? Dass sie sich nicht schikanieren lassen will. Tschüss. Also wenn keine Komplikationen mehr auftreten, ist er morgen früh über den Berg. Bist du nicht nach Hause? Also gut. Aber du legst dich jetzt hin. Nein, ich bleib auch noch hier. Du bist selbst angeschlagen, du brauchst Ruhe. Ich habe mich genug ausgeruht. Ich sitze den ganzen Tag nur rum. Emilio, das ist eine ärztliche Anweisung. Hey, du liegst doch nur ein paar Zimmer weiter. Also, ab hier.
Ricardo, willst du nicht endlich ins Bett? Ja, ich weiß, du bist der Vorgesetzte hier. Ich will auch nicht deine Autorität untergraben, aber hey, du siehst verdammt müde aus. Ja, ich leg mich hin. Ich leg mich hier ins Ärztezimmer, dann bin ich da, wenn Timo aufwacht. Ricardo, geh nach Hause. Du brauchst richtig Ruhe. Timo braucht dich fit, wenn er wach wird. Ich halte dich auf dem Laufenden, versprochen. Wenn Timo aufwacht? Ja, dann melde ich mich bei dir. Und wenn es Komplikationen... Dann melde ich mich auch bei dir. Wie du die Kugel durch den Raum geschossen. Ich hab schon gedacht, du machst Christians nagelneuen Tisch kaputt. Einen Moment mal, wisst ihr überhaupt, wann ich das letzte Mal Billard gespielt habe? Sie arbeiten für mich. Was fällt Ihnen ein, mich zu versetzen? Ich bin Ihre Angestellte, nicht Ihre Leibeigene. Werfen Sie mal einen Blick in Ihren Arbeitsvertrag. Dort steht drin, dass es im Vorfeld zu einer neuen Kollektion immer zu unplanmäßigen Überstunden kommen kann. Diesen Vertragspassus kannst du mir gerne zeigen und ich sag dir dann, ob er rechtmäßig ist. Da Sie offensichtlich nicht willens sind, meine Korrekturwünsche mit mir zu besprechen, schlage ich vor, Sie machen sie einfach direkt neu. Wie sind Sie denn drauf? Jetzt passen Sie mal auf. Das hier war totaler Mist. Ich will mehr Stil und mehr Eleganz. Die Entwürfe müssen morgen um 10 Uhr in der Schneiderei sein. Ansonsten ist der Release-Termin in Gefahr. Dann schlage ich vor, Sie halten sich aber ran. Tanja, komm bitte runter, jetzt reiß dich mal zusammen. Das hier war deine Entscheidung, komm damit klar. Hier ist die Mailbox von Arno Brandner. Nachricht. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie mir Julia den kleinen Wurm in die Arme gelegt hat. Ja, wenn du immer wegrennst. Weg und weg, komm, hey, pass es nicht. Ich hab doch gesagt, du hast keine Chance, alter Mann. Was ist denn los? Geht's dir nicht gut? Timo hat eine Bruchlandung. Er hat einen Leberriss. Ich weiß nicht, wie lange ich ihn reanimiert habe. Mein Sohn wäre mir fast unter meinen Händen weggestorben. Und was ist jetzt mit ihm? Also, er hat soweit gut überstanden und Daniel kümmert sich um ihn. Okay, wir machen's. Die Entführungsnummer? Gib mir die Details. Ich habe mir erlaubt, da schon mal was vorzubereiten. Da drin ist ein One-Way-Ticket bis ans andere Ende der Welt, ausgestellt auf Sebastian und Emmas Namen. Weiterhin ein Mietvertrag für ein Haus am Strand und außerdem... Die schriftliche Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts für Emma an Sebastian. mit deiner Unterschrift. Mit meiner miserabel gefälschten Unterschrift. Jetzt komm schon, wir wollen es dem Gerichtsgutachter nicht allzu schwer machen. Das alles sollte in Sebastians Büro landen. Das reicht aber nicht für eine Verurteilung. Und an der Stelle kommt die Nanny ins Spiel. Was für eine Nanny? Die Nanny, die Sebastian engagiert hat, um seine Tochter zu entführen. Und genau das wird sie natürlich vor Gericht auch aussagen. Hast du jemanden im Visier? Die Suche läuft auf Hochtouren. Wann willst du Sebastian hochgehen lassen? Ja, wie du weißt, habe ich eine gewisse Vorliebe für Theatralik. Ich dachte an die 800-Jahr-Feier.
Netter Rahmen, oder? Ich werde dafür sorgen, dass das hier in Sebastians Büro landet. Und du suchst nach der Nanny. Nur zu gern. Gute Nacht. Und träum was Schönes. Fertig. Gute Nacht. You can close your eyes and see the picture-perfect life inside of your mind, dreaming only of the days ahead. Wanted and wished for more than now, or the days behind. You waste your time. The picture makes a promise, the flash lets it be broken. The picture makes a promise, the flash lets it be broken. You can never think, you can't even stop yourself before the words have been spoken. You've already said you would give everything and something for nothing. Everybody thinks you're joking. The picture makes a promise, the flash lets it be broken. The picture makes a promise, the flash lets it be broken. You wanna be the one made over, be your own for the night. Guten Morgen. Morgen. Ist was mit Timo? Nein, reine Routine. Er hat alles gut überstanden. Nicht mehr lange und er ist wieder fit wie ein Turnschuh. Danke. Draußen auf dem Flur steht eine Thermoskanne mit Kaffee und Becher. Sie können sich gerne dran bedienen. Ich glaube, er wacht auf. Du hast gesehen, wie sie sich gute Nacht gesagt haben? Ist das alles? Die hacken zusammen was aus, 100%. Sebastian, sie hassen sich. Ach, die beiden stehen sich näher, als du denkst, das kannst du mir glauben. Inwiefern? Ich weiß es einfach. Abgesehen davon brauchen doch beide jetzt einen Verbündeten. Wenn die beiden sich wirklich zusammengetan haben, kann jetzt alles Mögliche passieren. Du musst dich schützen, Sebastian. Dich und deine Familie. Ich weiß. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass ihr ein anderes Ende genommen hättet. Ja, das hätte ich auch. Allein schon wegen Emma. Du musst jetzt auf alle Angriffe vorbereitet sein. Mehr als das. Ich werde ja 2 Schritte voraus sein. Timo wird gerade untersucht. Er ist wach und er hat mich sogar schon wieder angelächelt. Kein Wunder, du siehst doch aus wie ein süßes Kaninchen mit deinen verweinten Augen. Ich hab doch gesagt, dass Timo das packt. Er ist ein starker Kerl. Hm? Und schließlich weiß er, wer hier auf ihn wartet. Wann können wir zu ihm? Nach der Untersuchung bestimmt. Hallo zusammen. So wie es aussieht, geht's Timo besser? Hey, das ist für alle Herr Schubert, Timos Fluglehrer. Hallo. Sie sind das? Dass Sie sich überhaupt noch hierher trauen. Wie können Sie meinem Enkel erlauben, alleine in einem Flugzeug zu starten? Das ist Teil der Ausbildung. Das nennen Sie Ausbildung. Clarissa, beruhige dich. Lass den Mann erst mal ausreden. Eigentlich wollte ich mich nur erkundigen, wie es Timo geht. Wie es Timo geht? Timo wäre fast gestorben. Reicht Ihnen das? Hey, er ist überm Berg, Gott sei Dank.
Herr Schubert, gibt's irgendwas Neues, was mit der Maschine los war? Ich meine, die Steuerung ist ausgefallen. Die Untersuchungen laufen noch. Wenn Ihre Untersuchung genauso schlampig verläuft wie Ihre Unterrichtsmethoden, dann erfahren wir ja nie etwas. Clarissa. Ach, sagen Sie Timo bitte, dass ich mich bei ihm melde, sobald ich etwas erfahre. Und Timo ist ein echter Vollblutflieger. Der kommt darüber hinweg. Sobald der erst wieder in einer Maschine sitzt. Vergessen Sie's! Timo steigt nie wieder in irgendein Flugzeug. Nie wieder! Guten Tag. Guten Tag. Ich hätte so Lust, Ansgar auf diese Niete von Fluglehrer anzusetzen, damit er den mal ordentlich durchbürstet. Ist. Ja, ist doch wahr. Unsere Jungs wären fast draufgegangen. Den müsste man eigentlich verklagen. Vielleicht sollten wir einfach froh sein, dass sie überlebt haben. Das letzte Mal hatte ich so eine Angst, da wäre mein Vater fast gestorben bei einem Unfall auf Mallorca. Was? Das hast du mir gar nicht erzählt. Er ist gestürzt in so einer alten, baufälligen Mühle. Und das ist nur passiert, weil ich ihn da eingeschlossen habe. Und jetzt ist Timo abgestürzt. Und das ist nur passiert, weil er mich überraschen wollte. Du bist nicht daran schuld. Weiß ich auch. Aber das Gefühl, jemanden zu verlieren, das halte ich nicht noch mal aus. Ich glaube nicht, dass Timo jemals wieder Lust darauf hat. Er hatte doch selbst Todesangst, um sich und um Emilio. Vielleicht hat dieser Schubert recht und Timo hat das Fliegen im Blut, aber er ist nicht lebensmüde. Zum Glück. Ich würde sterben, wenn er noch mal in irgend so ein Flugzeug steigt. Oh, Ich hab's nicht fertig gebracht, dich aufzuwecken. Ich bin wohl eingeschlafen. Mhm. Oh, ich bin eigentlich ziemlich ausgeruht. Charlie, Ja. danke, Ach, wofür? dass du für mich da warst. Dafür hat man Freunde. Das Krankenhaus. Daniel? Wie geht's ihm? Wirklich? Alles klar. Und Daniel? Danke. Timo ist aufgewacht. Timo ist aufgewacht. Daniel hat ihn gerade untersucht. Es geht ihm gut. Er hat durchgeschlafen. Es gibt keine Komplikationen. Und ist jemand bei ihm? Ja, Leonie, sie weicht keinen Schritt von seiner Seite. Da hat er ja alles, was er braucht. Charlie, ich hatte wirklich Angst, meinen Jungen zu verlieren. Ricardo. Also Herz- und Frequenzwerte sind in Ordnung. Das hast du echt nur mal Glück gehabt. Aber bis du heiratest, ist alles weg. Und beim nächsten Mal synchron schwimmen. Ne? Leo.
Hey. Na? Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Nein, schön, dich zu sehen. Gut siehst du aus. Bisschen blass vielleicht? Geht's dir gut? Jetzt ja. Du hast ganz schön viel Glück gehabt. Ist gerade noch mal gut gegangen, was? Aber haarscharf. Aber haarscharf. Was sagt uns das? Ich muss noch viel mehr üben. Nicht dein Ernst. Doch? Du willst wieder fliegen? Na klar. So schnell wie möglich. To